Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, ich warne dich schon mal vor, heute wird es wieder ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher. Das liegt natürlich daran, dass ich immer viel zu viel quatsche, aber tatsächlich gibt es auch heute ein paar interessante Dinge zu erzählen, denn ich möchte euch eine tolle Nischenmarke, nämlich die Marke Essential Parfums vorstellen. Die Marke verfolgt ein ganz tolles Konzept, das möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Und dann stelle ich euch auch von der Marke das tolle frische Parfum Nice Bergamot vor. Aber bevor wir so mit dem Video starten, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Die Betonung liegt auf herzlich, das meine ich auch wirklich so. Denn wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Wochen die 360er Abonnentenmarke auf meinen YouTube-Kanal geknackt. Und ja, das freut mich sehr, denn Parfums sind meine Leidenschaft. Ja, ich liebe alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Und wenn man für das, was man liebt, für die große Leidenschaft dann auch noch eine gewisse Bestätigung bekommt, sei es durch Abos, durch Kommentare unter meinen Videos, ja, dann macht mich das wirklich glücklich und letztlich macht es mir dadurch dann noch mehr Spaß, obwohl es natürlich ohnehin eben meine Leidenschaft ist. Also wirklich vielen lieben Dank für eure Unterstützung. So, und bevor wir mit der Flakon-Präsentation starten, möchte ich noch mal ein paar Worte zu diesem tollen Konzept loswerden. Denn die Marke Essential Parfums legt sehr viel Wert auf Fairtrade und auf Nachhaltigkeit. Finde ich super, das ist eine eher kleine Nischenmarke und ja, die versuchen trotzdem diesen Weg einzuschlagen und das finde ich wirklich vorbildlich. Die achten darauf, welche Inhaltsstoffe werden verwendet, welche Duftnoten werden verwendet, wie sind dort in dem jeweiligen Land die Arbeitsbedingungen, wie ist die Bezahlung. Dann benötigen die natürlich logischerweise für ihre Produkte auch Inhaltsstoffe. Dann achten die aber eben auch darauf, dass dort wieder angepflanzt wird, Blumen, Felder, Bäume, was auch immer. Also auf Nachhaltigkeit legen die auch ganz viel Wert. Und das finde ich wirklich, wirklich vorbildlich. Gerade in der heutigen Zeit ist sowas unfassbar wichtig. Und die verwenden auch fast ausschließlich oder versuchen zumindest fast ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe zu verwenden. Das lässt sich nicht immer zu 100% umsetzen. Aber in dem Fall von Nice Bergamot sind es 92% natürliche Inhaltsstoffe. Das finde ich auch prima. Mal so ein kleines Beispiel. In jedem Parfum ist ein hoher Alkoholanteil. Und die versuchen Alkohol eben zum Beispiel aus Gemüse, aus Obst zu gewinnen, zum Beispiel aus rote Beete, um eben ja möglichst natürliche Inhaltsstoffe zu verwenden. Das finde ich wirklich vorbildlich. Dann hat die Marke auch einen besonderen Grundsatz, denn die Marke nimmt sich selbst so ein bisschen zurück, agiert logischerweise als Marke dann eher so im Hintergrund und die möchten nämlich, dass der Parfümeur, die jeweilige Parfümeurin eine gewisse Wertschätzung erhält. Das heißt, die rücken den Parfümeur in den Fokus. Übrigens darf der Parfümeur bei der Marke auch komplett frei entscheiden. Also er hat keinerlei Vorgaben. Der kann entscheiden, ja, welcher Duft kreiert wird, welche Duft-DNA, welche Duftrichtung eingeschlagen wird, welche Inhaltsstoffe verwendet wird und so weiter und so fort. Oftmals ist es bei Marken eben so, dass sie eine gewisse Vorgabe bekommen oder gewisse Vorstellungen haben, so in welche Richtung es gehen soll. Und da ja, lässt die Marke dem jeweiligen Parfümeur wirklich komplett freie Hand. Die können auf gut Deutsch machen, was sie wollen. Zum Beispiel steht auch der jeweilige Parfümeur immer vorne auf dem Label drauf. Ich zeige euch das mal. In dem Fall von Nice Bergamot ist es der Herr Antoine Maisondieu. Wahrscheinlich verkehrt ausgesprochen, aber ich denke, ihr könnt es lesen. Ja, eben weil die wollen, dass der Parfümeur ja, sein eigenes Produkt kreiert, mit seinem Namen für dieses Produkt steht und eben vor allem so im Mittelpunkt steht. Und das alles, also so dieser Fairtrade-Gedanke, diese Nachhaltigkeit, dann die möglichst natürlichen Inhaltsstoffe, plus dass die Marke sich so ein bisschen in den Hintergrund stellt und dafür den jeweiligen Parfümeur so ja seinen Ruhm gönnt, den Parfümeur so in den Fokus setzt. Das finde ich ist wirklich vorbildlich und vor allem einfach mal etwas anderes, wie vor allem ja normalerweise bei den kommerziellen Marken eben üblich. Also da geht's ja wirklich primär um den Markennamen, um die Marke.
und dann quasi erst um das jeweilige Parfum und teilweise weiß man gar nicht, wer der Parfümeur dahinter ist und wenn, wird der mal vielleicht irgendwie beiläufig erwähnt. Und das ist eben hier bei der Nischenmarke Essential Parfums komplett anders. Die haben eben dieses andere Konzept. Das macht es für mich zu einer wirklich super sympathischen Nischenmarke. Und das ist eben auch der Grund, weshalb ich mich so in der Nischenwelt rumlunger und immer wieder auf der Suche nach irgendwelchen tollen Konzepten oder nach irgendwelchen Geschichten oder besonderen Gedanken bin. Ich finde, da findet man eben solche Geschichten, solche Konzepte, die man eben sonst so in der kommerziellen Branche eher weniger findet. So, dann präsentiere ich euch mal den Flakon. Sehr hochwertiges Glas, also wirklich schwer und massiv. Kann man absolut nicht sagen. Von der Rückseite sieht man auch die eine oder andere Information, finde ich auch ganz cool. Das heißt, die ist quasi nicht nur von vorne, sondern auch von hinten bedruckt. Finde ich toll. Hier haben wir ein E für Essential. Die Kappe ist eine Kombo aus Kunststoff und Metall, relativ massiv. Der Zerstäuber ist sehr gut. Es gibt einen schönen Sprühnebel. Hier ist auch alles wirklich toll verarbeitet. Also da kann man nichts sagen. Und ich denke, ihr habt es gehört, der Deckel klickt und rastet fest auf den Flakon ein. Dann zeige ich euch auch mal die Verpackung. Da sieht man übrigens eben auch, dass es recycelbare Materialien sind. Ich baue die jetzt mal nicht ganz auseinander, weil dann habe ich Probleme, das wieder zusammenzubauen. Ich denke, ihr seht es, hier sind so eine Pappeinlagen, so einzelnen Einlagen. Das Design muss man natürlich mögen. Ne? Das ist Geschmackssache, aber es sind eben recycelbare Materialien. Die Marke versucht auch gar nicht, da irgendwie nochmal eine Umverpackung rumzumachen und das so mehr oder weniger so ein bisschen zu verstecken, weil die steht eben dafür, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Also ja, ich mag das, es ist halt was anderes und letztlich ist es ja auch für die Umwelt gut. Das Parfum steckt hier drin. Also hier drin, ich denke, es ist logisch zu erkennen. Hier hinten haben wir die eine oder andere Information, auch ein Bild vom Parfümeur und den Namen eben. Wie gesagt, hier gibt es eben eine gewisse Wertschätzung für den Parfümeur. Und ja, das alles so, die Aufmachung, der Gedanke eben, Nachhaltigkeit, Fairtrade, mich persönlich spricht es wirklich an. Ja, aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft, um die jeweilige Duft-DNA. Ich blende euch auch schon mal die Duftnoten ein. Nice Bergamot ist ein Release aus dem Jahre 2018. Ja, wie riecht es? Der Name lässt es schon fast vermuten. Sehr frisch. Also es ist ein frisches, herbes, leicht blumiges, cremiges, weiches Parfum. Also ich gehe da ein bisschen näher drauf ein. Wir haben hier eine sehr spritzige Bergamotte, eine sehr spritzige Kopfnote. Die ist nicht nur spritzig, sondern auch richtig schön herb. Diese frische, diese herbe Note bleibt auch den ganzen Duftverlauf über vorhanden. Es ist eben ein frisch herbes Parfum. Wir bekommen dann so im Mittelteil die eine oder andere blumige Note hinzu, also eben Jasmin und Ylang Ylang. Ich muss aber trotzdem sagen, dass es nie ein blumendominiertes Parfum wird. Also wir haben zwar hier die eine oder andere blumige Note, aber die schwingen eher so mit und passen sich so der frischen Bergamotte an. Das finde ich toll, weil dadurch ist es für mein Empfinden eben kein blumiges Parfum. Und der Dry Down ist ganz, ganz toll. Vor allem riecht wirklich hochwertig. Riecht richtig schön cremig und weich. Das wird eben Zedernholz und zum Beispiel die Tonkabohne sein. Wir haben hier auch noch so eine leichte Rosennote mit dabei. Es sind aber wohl Rosenblätter, die verwendet werden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Rose nehme ich fast gar nicht wahr. Also vielleicht mal so einen ganz, ganz kleinen Touch. Ist aber tatsächlich eher so eine Duftnote, die im Hintergrund ist. Und ich kann euch ja mal sagen, was so meine erste Assoziation war, als ich Nice Bergamot gerochen hatte. Ich musste da sofort an Renaissance von Xerjoff denken. Ihr dürft jetzt wiederum nicht denken, dass es so riecht wie Renaissance oder irgendwie 1:1 so riecht, wie auch immer. Nein, es war nur so meine erste Assoziation. Denn Renaissance ist ja für diese, richtig tolle, herbe Frische bekannt. Und hier in Nice Bergamot haben wir eben auch so eine herbe, frische Note. Und dementsprechend war so meine erste Assoziation eben Renaissance. Tatsächlich gibt es auch die eine oder andere Duftnote, die identisch ist. In Renaissance haben wir Rose, haben wir Bergamotte, haben wir Zedernholz. Das haben wir eben in Nice Bergamot auch.
Die Parfums riechen nicht ähnlich, die riechen nicht gleich, aber damit ihr vielleicht auch so ein ja, besseres Gefühl bekommt, so in etwa in welche Duft-DNA-Richtung es geht, finde ich, so könnte man eben so ja, den Vergleich zur Renaissance durchaus ziehen. Also wie gesagt, unterschiedlich, aber so die Duft-DNA geht so mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Jetzt kommen wir mal zu der Haltbarkeit und zu der Sillage. Ich muss ganz ehrlich sagen, an mir hält das Parfum gut. Also ich komme mir wirklich auf mindestens 7 bis 8 Stunden. Das ist für ein frisches Parfum gut, muss man einfach so sagen. Die Sillage ist Mittelmaß. Also ersten 1, 2 Stunden relativ intensiv, danach ja eher so ein bisschen, ja hautnah würde ich gar nicht sagen, weil das Parfum hat eine unfassbar tolle Duftaura. Also ihr habt zwar nicht so eine intensive Duftaura um euch herum, aber man nimmt dieses Parfum auch in einem gewissen Umkreis wahr. Also ihr habt so einen richtig schönen Schleier um euch herum. Das Parfum kommt auch unfassbar gut an. Also es riecht in der Luft auch nochmal viel, viel besser als eben so hautnah oder wenn man es sich direkt aufsprüht. Also deswegen keine intensive Sillage, aber durch diese tolle Duftaura eine wirklich, ja, interessante Sillage, eine gute Sillage. Und wie gesagt, die Haltbarkeit ist auch absolut okay. Ich will noch mal ganz kurz etwas zu Bewertungen sagen. Das Parfum hat tatsächlich nicht allzu hohe Bewertungen. Das liegt unter anderem daran, dass es für dieses Parfum auch gar nicht so viele Bewertungen gibt. Und da ist es natürlich auch mal schnell der Fall, wenn dann 3, 4 Leute es relativ schlecht bewerten, dass natürlich die Gesamtbewertung auch nicht so hoch ist. Ich muss sagen, dass ich es wesentlich besser finde, als es eben bewertet ist. Und eben zum Beispiel auch finde ich die Haltbarkeit wesentlich besser. Es hat teilweise eine sehr schlechte Bewertung der Haltbarkeit. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber wie sage ich immer so schön, jede Haut reagiert anders mit dem Parfum und dementsprechend kann es ja eben sein, dass es bei anderen nicht so gut hält. Aber ich kann mich da absolut nicht beschweren. Jetzt kommen wir mal zu den Konditionen. Also da sage ich euch klipp und klar, das ist mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Nischenbereich, was es überhaupt gibt. Diese 100 ml kosten 72 Euro. Ich sag euch was, es ist eine Nischenmarke, es hat eine tolle, hohe Qualität und trotzdem kosten 100 ml eben nur 72 Euro. Das ist je Milliliter 72 Cent. Ich glaube, das geht fast gar nicht günstiger im Nischenbereich und ja, man könnte jetzt ja eben vermuten, dass dann die Qualität vielleicht nicht so toll ist und so weiter und so fort. Aber doch, es ist eine tolle, hohe Qualität. Es ist Nischenqualität. Es riecht hochwertig. An mir hat es eine gute Haltbarkeit. Also absolut uneingeschränkte Empfehlung von mir. Das ist für mich auch ein Blind-Buy-Kandidat. Kauft euch das Parfum. Ihr macht nichts verkehrt. Es kommt super gut an. Wie gesagt, an mir hält es gut. Es hat eine tolle Duftaura. Es ist im Sommer schön frisch, herb. Also es ist wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr dieses Parfum kennt und falls ja, ob ihr auch so ein bisschen die Assoziation zur Renaissance verstehen könnt. Und dann möchte ich euch abschließend nochmal einen anderen Tipp geben. Es gibt von der Marke ein Parfum, das nennt sich Divine Vanille. Und das ist von dem Parfümeur, der auch Harrod kreiert hat, also von Parfums de Marly. Und Divine Vanille riecht auch wie Harrod. Es riecht zu 90% identisch eben wie Harrod. Es gibt ganz kleine Unterschiede, ja, aber es ist der Parfümeur. Es sind die gleichen Duftnoten wie in Harrod. Es soll auch ebenso riechen wie Harrod, nur ja, irgendwo kostengünstiger und preislich attraktiver. Und das ist ein absoluter Preis-Leistungsknaller. Auch da kosten die 100 ml irgendwie nur so 72, 75 Euro. Überlegt mal, was Harrod kostet und das kostet 2-mal, 3-mal so viel. Also auch da eine ganz, ganz klare Empfehlung. Wenn ihr ein Parfum sucht, was sehr ähnlich eben wie Harrod riecht, dann schaut euch Divine Vanille an. Ich stelle euch aber in Zukunft auch nochmal andere Parfums der Marke vor. Ich habe zum Beispiel auch Mon Vetiver der Marke. Auch ein ganz tolles, frisch, grünes Parfum. Also, aber da komme ich dann einfach in den nächsten Videos nochmal etwas näher drauf zu sprechen. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass du reingeschaltet hast. Kannst gerne kommentieren, ob du vielleicht sogar auch Divine Vanille kennst. Und ja, ansonsten verweise ich auch mal wieder auf meinen Instagram-Kanal. Schaut dort gerne mal vorbei.
Dort starte ich auch des Öfteren mal Umfragen. Ihr könnt da abstimmen, welches Thema als nächstes aufgegriffen werden soll und so weiter und so fort. Also danke, dass du hier warst. Bleib gesund und bis demnächst.